Hola, was geht, was geht, was geht? Ein neues Video und heute wird es auf jeden Fall ein längeres Video, weil Dattetäter sich sowieso da schon dachte, oh, 30 Minuten, nehmen wir mit. Also wird es auf jeden Fall ein langes Video. Nehmt euch was Geiles zu trinken, irgendwas Geiles zu snacken vielleicht. Eine Apfel, eine Birne, Popcorn oder sowas natürlich. Ja. Und chillt euch weg. Wir gönnen uns nämlich jetzt, sagt mir, welche Anime-Figur ich spreche, featuring Annie the Duck, Gülcan und Marvin Game. Ich muss mir nebenbei nochmal eben meinen Editor aufmachen, zur Sicherheit, damit ich auch wirklich die Namen drauf habe. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, Annie the Duck kennt man ja. Gülcan, Marvin Game kennt man ja auch. Gleich dazu gesagt. Ich kenne die Folgen, die Anime-Folgen natürlich schon. Ich habe da schon damals im Stream drauf reacted. Das ist aber jetzt schon 1 oder 2 Jahre her. Würde ich mich jetzt noch nicht mal festlegen, wie lange das jetzt her ist. Aber ich glaube, erstens, ne, ihr habt so Bock drauf, dass ich auf diese ganzen Sachen reacte von Dattetäter. Dazu muss es aber auch Sachen sein, für die ich mich interessiere. Das habe ich zum Beispiel beim letzten Teil gesehen. Mit den Netflix-Charakteren oder Netflix-Figuren. Da war ich ja gefühlt raus. Bei Anime bin ich da schon wieder mehr drin. Mal gucken, ob man da noch irgendwie mehr finde, ob ich da irgendwo mehr finde, ein bisschen abseits vielleicht von Dattetäter oder was auch immer, oder ob ich es anders aufziehe. Weil ich habe da selber wohl Bock drauf, auf dieses Ratengame. Dattetäter zieht es natürlich extrem geil auf. Wir gucken mal. Aber zurückzukommen, Anime, warum jetzt doch Anime? Ja, einfach weil es gut bei euch ankommt, ich habe da Bock drauf und ich mir denke, ey, ich habe Bock, mir das schon mal wieder anzuschauen. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen gehen wir jetzt hier auch rein. Und ja, komm. Charakter, Ruffy. Mondstein, flieg und sieh! Oh, das ist so cool. Ich habe Sailor Moon nicht erkannt. Muss aber sagen, da gleich schon mal vorweg, wie die das damals gemacht haben, fand ich sogar besser. Ne, mit diesen Umhängeplaketten. Ich habe ganz vergessen, dass sie da auch ein geiles Intro haben. Halleluja. So, ja, nochmal eben auch hier vorweg. Was und wie es um die Person um Annie the Duck ist und war und whatsoever, bin ich ganz ehrlich, halten wir hier raus. Wir gehen hier ganz neutral rein, als wäre, ja, ist natürlich hart gesagt, ne, aber als wäre nichts passiert. Zu der Zeit war ja auch noch nichts passiert, so gesehen. Deswegen, ne, nicht da irgendwie was falsch verstehen, was passiert ist, will ich auch nicht drauf eingehen. Ich denke, die Leute, die es mitbekommen haben, haben es mitbekommen. Auf welche Seite man steht, was man jetzt versteht, für wen man jetzt sich freut, dass es wieder weitergeht oder dass die andere Person halt eine Offline-Zeit jetzt hat und. Ist euer Ding. Für uns geht es hier wirklich nur um dieses Anime-Dinges erraten, ob es jetzt eine Annie the Duck ist, die da steht, oder ob da ein Project Peach stehen würde, der da steht. Interessiert uns nicht, sondern nur die gefühlten Aussagen, die getroffen werden. Ja, wie gesagt, ne? Dass wir das schon mal klar haben, weil ich will hier nicht irgendwie in eine Richtung oder sowas reden, tendieren, was auch immer. Das ist so Da bin ich cool. gar nicht in der Position. So. Oh, ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass so viel gezeigt wurde. Ne, so dieses Gefühl, dass sie mit welchen telefoniert haben und. Na, wie geht's dir? Gut. Warum lachst du denn jetzt? Aus Verzweiflung. Hallo. Aber, ey, wenn du schon so einen Typen da hast, der dann sagt auf einmal, ja, warum lachst du denn jetzt? So auch so mit so einer richtig trockenen Stimme, ne? Schön, dass du da bist, Dann kannst du ja Marvin. nur ein bisschen verlegen werden. Vielen Dank. Ja, ich habe dir ja versprochen, es wird diesmal Spaß machen. Inshallah, ja. Du wirst diesmal nicht weinen. Okay. Guckst du Anime? Ja, Ja, ich bin mit denen aufgewachsen. Sehr gern. leider. Ja? Zu viel.
Ich glaube, ich habe über 1000 gesehen. Über 1000 Animes. Ja. Heutzutage kann ich schwer sagen, dass ich es gucke, weil es mich so krass inspiriert oder sowas, aber es hat mein ganzes Leben halt geprägt. Also ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne Animes. So. Also hat das doch irgendwie inspiriert, ne? So, also ich für meinen Teil muss sagen, natürlich als kleiner Junge damals angefangen. Die Leute, die Pokito noch kennen, bei Super RTL, natürlich kann man da die Zeichentrick-Dinger auch mitnehmen, aber für mich ist halt wirklich dieses Japanische, was halt wirklich auf Pokito lief, auf RTL 2, das ist für mich so diese Anime-Ära, sage ich mal wirklich. Ja, da hat es bei mir angefangen mit bestimmt 6, 7 und seitdem, ne, so lange Pokito geguckt, wie es überhaupt ging. Ich glaube, 7., 8. Klasse wurde es dann so weniger, ne, weil es dann so mit Zocken angefangen hat und man ist mehr rausgegangen. Dann kam irgendwann der Alkohol mit dem Spiel, Partys und so. Ja, viel mehr draußen rumgegammelt und so. Aber, ja, jetzt bin ich hier wieder Anime-Fan. Oder immer noch ein Anime-Fan. Aber man guckt es jetzt anders, ne? Du guckst dir die Sachen an, du merkst, okay, die Synchro waren in manchen Animes ganz komisch. Oder was heißt ganz komisch? Nicht so gut. Du verstehst andere Sachen auf einmal. Es geht dir nicht nur um dieses geile Kämpfen oder was auch immer. Je älter du wirst, desto mehr hinterfragst du auch manche Sachen. Deswegen, was Marvin Gaye da auch gesagt hat, mit inspirieren, kann ich vollkommen verstehen. So, gerade so ein Naruto. So, Naruto, bin ich ganz ehrlich und offen, habe ich nicht ganz durchgeguckt. Habe ich nicht die Kraft für. Bei One Piece war es anders, weil habe ich gerne geguckt, schon im Kindesalter. Als ich ein Kind war und Naruto, das Intro kam, ich weiß gar nicht, welches es war. Nicht dieses gute Bluebird war das, glaube ich. Das ist ja geil. Sondern irgendein anderes, das hat mich nicht gecatcht. Ja, und das hat sich irgendwie durchgezogen. Außer Shippuden habe ich mir gerne reingezogen und diese krassen Kämpfe und sowas halt. Aber bei fucking Naruto hat es mich halt immer abgeholt, wie die geredet haben und also diese Sinn des Lebenssprüche und so catchen mich immer noch. Heute immer noch, immer mehr. Mega geil. Aber gut, zurück. Krass. Ja, safe. Was sind deine Top-Lieblings-Animes? Deine Top 3. Attack on Titan nehme ich mit rein, One Piece natürlich und dann lass uns Death Note mit reinpacken. Attack on Titan bin ich bei. One Piece bin ich bei. Death Note bin ich leider raus. Hat mich leider nicht gecatcht. Ich weiß nicht, ob es der Zeichenstil war oder ob es irgendwie die Geschichte an sich war. Eigentlich finde ich so, eigentlich ist es eine coole Geschichte, aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Muss ich halt leider sagen. Weil ich hätte Death Note gerne durchgeguckt, aber bei mir ist irgendwann so dieser Punkt und das ist meistens so 3., 4. Folge oder so. Da bin ich einfach satt. So, da bin ich einfach satt. Und ich glaube, viele von euch kennen das auch, ne? Ihr wollt ein Anime gucken, habt da geile Sachen von gesehen, hört an, dass andere das richtig geil finden und ihr sitzt dann so und denkt euch, ich komme da nicht mehr klar. Dann versucht ihr es ein Jahr später oder ein halbes Jahr später wieder. Ihr kommt nicht rein. Ihr kommt einfach nicht rein. Und, ja. So hatte ich das zum Beispiel mit Death Note. Aber bei mir, ich kann sowas gar nicht sagen. Eine Top 3 gibt's bei mir nicht. Klar, Attack on Titan, One Piece sind ganz oben mit dabei, aber für mich ist ein Tokyo Ghoul, auch wenn der Manga natürlich um Weiten geiler ist, ein Tokyo Ghoul finde ich ist bei mir ganz oben. Tokyo Revengers hat mich totalst abgeholt. Also, ne, bei mir Seraph of the End, es gibt so viele krass geile Animes. Ich weiß gar nicht mehr die ganzen Namen. Aber bei mir ist es auch so, sobald ich Anime durchgeguckt habe, ist es bei mir so, okay, bam, der ist in der Top 3 einfach. Weil die catchen mich halt. Jeder hat irgendwie so eine Kleinigkeit, die mich total catcht. Sailor Moon haben wir früher immer nur geguckt. Mein Hab ich gar nicht liebster geguckt. So Kenn nur den Song. Shonen ist aktuell, würde ich sagen, Demon Slayer. Dieser Typ mit Say Hey, Hey, Chin-Chan. Oh, Chin-Chan. Also das war ja SpongeBob für, wenn du keinen SpongeBob geguckt hast, aber das, hast du genau das gleiche, hattest du genau die gleichen Rad ab. Bloß, dass dieser Zeichenstil noch ein bisschen bekloppter Der war. mit dem Arsch. Ich glaube, Gianni Kamikaze Diebin. Ja, Detective Boah. Conan hat man
Can, die Kamikaze-Diebin, ich sag, eines der besten deutschen Intros. Wie mich das jedes Mal catcht, ne, dieser wunderschöne Gesang. Oh. Conan, müssen wir nicht drüber reden. Geguckt, weil es einfach cool war. Ah, mein 100%. Lieblings-Romance-Anime ist Horimiya. Was sind deine 3 Nie gesehen. Boah. Was hat er gesagt? Lieblingsfiguren? Immer die lange, schwarzhaarige bei Sailor Moon. Ich mag Izuku aus My Hero Academia. Das Bin ich ganz ehrlich, My Hero Academia hat mich auch nicht gecatcht. Ich meine, ich sehe die ganzen Edits und so. Da merkt man, okay, später wird es halt extrem geil. Aber am Anfang catcht mich halt die Hauptfigur nicht. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ding bei mir immer. Was bei Tokyo Revengers eigentlich auch so ist, aber da kommt Mikey ja schnell ins Spiel, der halt das Ganze, der dich dann auf einmal voll mitzieht. Aber Midoriya ist ein wilder Take. Also für mich auf jeden Fall. ist so ein richtiger, der ist einfach gut, der ist einfach lieb. Ich liebe Smoker bei One Piece. Tanjiro's Demon Geiler Slayer. Tank. Ja, Zorro ist Guter halt Tank, auf jeden guter Fall Tank. ganz weit oben. Ja, genau, Ruffy, ja. Guter Take. Aber der war immer so frech und keine Ahnung. Ja, aber Ruffy, sag ich ganz ehrlich, einfach, natürlich jetzt auch, ne, mit diesen ganzen Folgen, die man hat und sowas, ne, wenn du siehst, wie er sich entwickelt und so, ist natürlich nochmal geiler, aber es war damals schon dieses Geile. Du hast die geile Daniel Schlauch-Stimme und halt es hat einfach Spaß gemacht, den zuzugucken. Du hattest direkt bei 1 dieser jugendliche Leichtsinn, aber auch dieser krasse Freigeist. So, du wolltest einfach schon egal wie alt du warst, ob du ein kleines Kind warst, ob du jugendlich warst, du hast das geguckt und du warst so, ja, ey, so willst du sein. So, das ist so dieses Freiheitmäßige. Aber ich so, ja, ich will auch so sein. Detektiv Conan in seiner älteren Form, Shinichi Kodo. Sehr krass. Ich find's halt crazy. Marvin Game, der hat da immer so ganz, ganz crazy Teile, finde ich. Oh, das sieht so geil, das Video, ne? Hier meine Ken Kaneki. Wie gesagt, ich finde die Figur halt so geil geschrieben, weil das so krass, ne, so wie er sich entwickelt, von diesem Nerd zu so einem Monster, wie der am Ende ist, ne, für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, ne, zieht euch auf jeden Fall rein. Wenn ihr Manga-Leser seid, auf jeden Fall den Manga, der ist unfassbar. Muss ich mir auch noch holen. Ruffy auf jeden Fall würde ich auch mit reinziehen. Natürlich, Zorro ist eigentlich auch nicht wegzudenken. Gerade von der Loyalität ist halt auch sehr geil da. Aber Thorfinn vielleicht von Vinland Saga noch. Ist ein geiler Charakter, wie der sich entwickelt. Da will ich auch noch wissen, wie es im Manga weitergeht. Da hast du ja auch noch mal eine andere Entwicklung. Boah, ey, es gibt so viele krass geile Charaktere, ne? Aber ich glaube, ich würde meinen Goat noch mitnehmen. Ich glaube, ich würde Itachi noch mitnehmen. So, Itachi, Ruffy und Ken sind so diese, weiß ich nicht, die haben irgendwas in mir ausgelöst. Und jetzt nicht, dass meine Stange da hochging oder so. Das meine ich, ist mega geil gemacht. Kannst du mir sagen, was welche jetzt los? Figur? Kennst du da alle Figuren? Boah, ey. Also, Sailor Moon. Detektiv Conan, Sailor Moon, Wir haben Son Gohan. Gojo Satoru. Sanji, Ruffy, Gojo Satoru, Vegeta. Oh, Junge. Der Zeichenstil. Also dieser alte Zeichenstil von Dragon Ball Z. Bester Zeichenstil, den die Welt je gesehen hat, sag ich ganz ehrlich. War viel kälter, du hast viel mehr die Muskeln gesehen. Ja, Son Goku als Kind. Hab früher immer gedacht, das ist Son Goten, aber wegen dem Schwanz muss es ja Son Goku sein. Son Gohan. Conan. Die Frau, die über ist. Nein, Spaß. Sakura und Sailor Moon. Den Typen mit der Zigarette, aber ich habe seinen Namen vergessen. Sanji und wir haben Vegeta. Ruffy. Ich habe One Piece nicht geguckt. Du hast One Piece nicht geguckt? Nein. Das ist auch so ein Ding, ne? Irgendeiner sagt, ich habe One Piece nicht geguckt und alle direkt, was? Du hast One Piece nicht geguckt? Bro, jetzt kann ich's verstehen. Also, ne? Das Ding hat über 1200 Folgen bald.
Natürlich, also wenn du jetzt anfängst, dann bist du eigentlich schon ein bisschen crazy. Aber es ist ja halt so, ne? Warum ist der Anime so lange? Warum ist er so beliebt und? So, du musst eigentlich irgendwann damit anfangen. Ich glaube, das ist Son Goku. Ja. Ach, stimmt. Sie hat aber hier noch, Prinzessin Mononosuke? Ne. Oh shit, ich bin, glaube ich, gerade ganz falsch, ne? So wohl. Nur, Gülcan hat sie dabei, ne? Das ist Sakura. Das ist Sakura? Warum sieht die so anders aus? Das ist aus Vielleicht ein Boruto. komisches Bild, das kann sein. Das könnte Son Go irgendwas Von sein. Gohan. Son Gohan. Ist das Itachi? Also da kannst du eigentlich schon merken, okay, irgendwas läuft auf falsch. Wie bitte? Go irgendwas Von sein. Gohan. Son Gohan. Ist das Itachi? Nee, das Ja, klar. ist Gojo. Wie? Gojo. Gojo. Aber ist von Naruto. Jujutsu Kaisen. Ach, was? Kommen jetzt welche in deren Kostüm hier rein? Ja, das oder ist so? ein wildes Ding. Also, was wir heute machen werden, ist folgendes. Deine Aufgabe wird es sein, die Stimmen zu den jeweiligen Figuren Voll zuzuordnen. cool, Okay, ey. gar kein Problem. Ey, sag ich ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr werdet einfach eingeladen und denkt euch so, ja, okay, cool, gehst du da mal hin, die haben, ne, du musst irgendwas erraten, cool. Dann kommst du da hin und dann sagen die dir, ey, du musst die Synchronsprecher erraten. Bro, ey, ich will Oh durchdrehen. nein. Ach so, aber von den Leuten, die jetzt hier sind, die sprechen. Kennst du die Gesichter von denen? Nee. Kein von denen. Also wie die aussehen, das Ich weiß kenne Tommy Morgenstern. Tommy Morgenstern kennt man und Daniel Schlauch. Das sind so die beiden, die direkt im Kopf sind. Direkt. Wir haben dazu heute die tatsächlichen SynchronsprecherInnen eingeladen. Wir haben die SynchronsprecherInnen heute hergeholt, genau. Oh Mann, ich werde mich richtig krass blamieren. Ja, Oh mein Gott, das ist so cool. das ist sehr cool. Wir haben tatsächlich auch die Oh mein mit Gott, ich weine gleich. Oh mein Gott, das ist so cool. Holy shit, I'm sorry. Das heißt, ich lerne meine Stars heute kennen. Hallo. Aber das ist auch die Sache, wenn die da reingelaufen kommen, ne, dann denkst du dir halt so, hä? Gut, wer kann wen Das ist sehr sprechen? cool. So, Oh, kennst du ihr einen habt von meine den Kindheit Gesichtern? reingebracht. Oder? Ich so, die haben Das ist ja die Sache, ne? Ich finde, wenn du dir anguckst, du kannst von keinem ansehen, wer den oder wen sie spricht. Manchmal kannst du dir das ja so ein bisschen denken, gerade wenn dann die Stimme natürlich kommt. Ja, aber natürlich, ne? Daniel Schlauch kennt man als Ruffy. Wie heißt er denn? John Don Claude? Claude? Ist den Namen vergessen, sorry da an der Stelle. Gojo. Sanji, natürlich dadurch, dass ich schon geguckt habe, ne? Aber wie gesagt, kennt man halt. meine Kindheit gerade hier reingebracht. Wo ist Vegeta? Ich glaube, einer von den jungen Damen ist auf jeden Fall Sailor Moon. Schon, also wir machen jetzt Folgendes. Wir holen Das Geile ist ja auch, ich check das halt nicht. Haben die das irgendwie unterschiedlich aufgenommen? Weil hier ist der Dude, bei Marvin Gaye ist er da, bei Gülcan ist er nicht da, aber Gülcan hat dieses eine Umhängeschild mehr. jetzt ganz komisch. ein Mikro, wir stellen dir da jetzt ein Mikrofon hin. Okay, bist du bereit? Nein. Kannst du, Oh Mann, du das hast ist jetzt, so cool. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin ein großer Fan von euch und habe noch nie euer Gesicht gesehen. dann einmal Person 1 bitte nach vorne, dann einmal das Zitat. Hallo. Aber da merkt man halt, ne, diesen Unterschied zu heute, finde ich, zu den neueren Videos. Es ist alles noch so ein bisschen nicht so krass geschnitten, alles so auf Schnelligkeit. Es wird noch alles gezeigt, wie die Karten geben und Das so. war eine sehr hohe Stimme gerade. Ich kann aber auch viel tiefer. Okay, am Ende ist Sailor Moon, ne? Hallo? Worte können wie Messer Das ist so crazy. Das direkt, also ja, wer ist es? Wer ist es? Wenn man sie falsch benutzt, werden sie unter Umständen zu einer gefährlichen Waffe. Durch falsch gewählte Worte kann man einen Freund für immer verlieren. Wenn man einmal aneinander vorbeigeht, kann es sein, dass man sich kein zweites Mal sieht. Das macht gar keinen Sinn, dass diese Stimme aus diesem Mann rauskommt. Das geht gar nicht. So cool. Das geht gar nicht.
Mein Conan. Mein Detektiv Conan. Conan? 100 Pro. Ich würde sagen, das war Kid Conan. Ich meine gleich. Das ist so cool. Kann ich, ist das so Joker-mäßig oder kann ich bei jedem noch ein weiteres bei jedem Zitat? ein, zwei- Dann würde ich gerne noch die Bonuszitate hören. Ich beleidige seine Mutter, weil wenn ich seine Mutter beleidige, Ah ja, beleidige stimmt ja. ich nicht nur ihn oder maximal noch seine Mutter. Stimmt ja, die kriegen ja so kacke Rap-Parts und sowas. Das ist so dumm eigentlich, ne? Klar. Ne? Klar, typische Detektiv Conan-Satz. Ja. Dieses Leben ist wie Einzelhaft. Ich ziehe die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Jedem geht es schlecht. Keiner gönnt dem anderen was. Ich ziehe die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Alles gut, alles gut. Ist das crazy, ey. Oh, das ist sehr cool gewesen. Oh mein Gott, sorry. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hi. Wir machen das Mikrofon ein bisschen weiter runter. Wenn das heißt, dass man anderen wehtun muss, dann will ich den Mut gar nicht haben. Kämpfen löst niemals die Probleme. Ich Boah, ich hab das schon mal gesehen und ich weiß nicht mehr, wer das war, ne? glaube, dass es immer einen friedlichen Weg gibt. Yes. Sehe ich doch genauso, Sailor Moon. Ja, das ist halt die Sache, ne? Sailor Moon. Ich hab's halt nicht geguckt, ey. Klingt kenn nur an, was den- Sailor Moon den Song. sagen würde. Es kann aber auch dieser Kleine aus Dragon Ball sein. Ich habe das oft gesehen, dass so weibliche Sprecher so junge männliche Charaktere sprechen, auch im Japanischen. Ich glaube, ich will die zweite Line noch hören. Chavos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi Money Rich. Haftbefehl! Ja, Sailor Moon. Das war ganz klares Sailor Moon-Zitat, das kennen wir alle. Halt den Mondstein fest. Wie sie das Haftbefehl auch rausscheppern, ne? 06069. 06060. Hier, deine Medaille. Du kommst mir bekannt vor. Ich wollte gerade sagen, das ist halt die Sache, ne? Sobald Jujutsu Kaisen lief, du Satoru kennengelernt hast, kam er auch irgendwie auf TikTok. War bei mir auf jeden Fall so. Kam die deutsche Synchro raus, Gojo war zu sehen und du hast ihn auf einmal, weiß ich nicht, der wurde mir auf einmal da so oft gezeigt. Vom Gesicht her? Ja, Ja? ja. Vielleicht habe ich mal ein Video von ihr gesehen oder so. Ich bin gespannt. Hört zu. Am einfachsten handhabt man eine Sphäre, indem man seine eigene Sphäre Ich entfaltet. weiß es schon. Das ist auch, ich finde wahnsinnig, jedes Mal wieder diese fucking Synchronstimmen, ne? Wie die es hinkriegen, so geil zu klingen. Ich meine, es gibt ja auch so normale geile Stimmen, ne? Wenn ich manchmal mit Menschen rede, die ich neu kennenlerne oder auch so, ich kenne auch viele, die haben so geile Stimmen, ne? Ob es Frauen sind, die so richtig schöne Stimmen haben, Jungs, die so eine richtig geile, dunkle Stimme haben oder was auch immer. Ne, so, was richtig geil ist, dann guckst du die Leute an und denkst dir so, Dann siehst du die im Anime oder was auch immer und denkst dir, jo, das passt. Bro, aber bei ihr zum Beispiel, ja, das ist, ich komme da nicht drauf klar. Sphärenentfaltung. Die endlose Leere. Das war zu gut. Ich glaube, das ist der Typ mit der Zigarette. Das ist Das ist so ein crazy Call gewesen, ey. Das ist wahnsinnig. wahrscheinlich der von Jujutsu Kaisen. Nein, du hast mich nicht erwischt, sondern die Unendlichkeit, die zwischen uns beiden liegt. Ich kann es dir erklären. Komm, Pfötchen her. Ich brauch deine Hand. Komm schon. Berühre mich. So Sanji. geil. Ich habe irgendwie so Sanji aus seiner Stimme gehört. Okay. Und Sanji labert auch nichts von Sphärenspaltung. Spaltung. Aber, wo recht hat er recht. Hätte aber auch für einen Sanji gepasst, muss man ja sagen, ne? Habe ich eine rauchige Stimme? Nein, Nein. aber du kannst sie sehr gut verstellen. Ich brauche Das das extra stimmt. Zitat noch. Ich rasiere mir ein Iro wie Robert De Niro. Karate an die 24/7 in der Spilo. Ah, ich bin Indiana Jones in Broke. Freispiele 5 Bücher. Pharao-Symbol. Jackpot. Ja, ich bleib bei Jujutsu Kaisen. Bitte Sailor Moon. Achso, nee. Es ist mir egal, ob er Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja.
wollte gerade sagen, den habe ich doch letztens erst wieder gesehen. Stimmt, der spricht ja Marshall und Sanji. Um Gottes. Wenn er ihr auch nur ein Haar krümmt, werde ich zum Teufel des Blaumeeres. Sanji. Da können wir abbrechen. Also, ne, dann liest Boom. Also das ist, aber ich sag auch ganz ehrlich, am Anfang bist du nicht so, also vielleicht kommt das auch daher, dass ich jetzt, ne, die anderen Folgen mit Marshall gesehen habe, wo er halt Marshall spricht. Aber ich finde, am Anfang denkst du dir so, könnte nicht. Dann kommt dieses Blaumeer und du bist so, bam, okay. weiter, aber Wenn man versucht, das Leben zu leben, kriegt man manchmal ein paar sehr harte Treffer ab. Aber eins sollte man nie vergessen. Es gibt immer einen Morgen. Oh, die Stimme ist so cool. Ich finde es halt crazy, wenn man überlegt, dass er sowas gesagt hat. Da habe ich gar nicht mehr im Kopf. Du bist die freche Stimme von den Piraten. Ich glaube, es ist Sanji. Wie kommst du darauf? Er sieht so aus, also er klingt so, wie er aussieht. Ach krass, okay. Er 100 ist Pro. One Piece Charakter. Ich glaube, er ist Ruffy. ja, aber jetzt Das ist so ein wilder Guess. Finde ich so geil. Finde ich aber cool. ich auch noch, was haben wir noch hier? Wen haben wir noch im Angebot? Karate Andi, Haftbefehl. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Blog. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt. Reicht vom ersten bis zum 16. Stock. Geil. Warte, du kriegst noch deine Ruffy-Medaille. Ruffy-Medaille. Gilchan tut mir so ein bisschen leid, ne? Sag ich ganz ehrlich, ey. Schön. Okay. Ja, bitteschön. Aber sie hat ja wenigstens einen Guess richtig. Sailor Moon, hallo. Du hast ja gar nichts in der Hose. Du bist wohl ein Mädchen. Das sehe ich. Ganz vergessen, dass die Kid Gohan, Son Goku spricht, stimmt ja. Was? Warum haben Frauen einen Hintern auf der Brust? Ich kenne die Szene. Ich wollte es gerade sagen, so, wenn du die Szene kennst, du brauchst die nur einmal gesehen haben. So dieses dumme, ich weiß nix, was sind Frauen? Und dann patscht der ihr da auch noch da zwischen Schritt und so bei Bulma. Das ist so geil. Also, Ja. gut. Kann ich trotzdem noch die Deutschrap-Variante? Sie könnte ein wunderbares Beispiel dafür sein, dass sie einen männlichen Charakter spielt. Boah, es ist einer dieser kleinen Dragon Ball Jungs. Aber welcher? Der Son Goku als Kind. Ich bin ganz ehrlich, Son Gohan hätte ich gern gehört. Son Gohan, die Stimme damals, boah. Wie die mich damals auseinandergenommen hat, ey. Ich hatte da Hörspiele und gerade auch diese Filme und so, boah. Son Gohan, Trunks, Son Goten vielleicht auch noch? Aber Son Gohan in der jungen Form, in der älteren Form würde auch gehen. Trunks in beiden Formen, boah. Ey, ich würde durchdrehen. Ich sag ganz ehrlich, ich würde durchdrehen. Ich würde da wahrscheinlich Gänsehaut kriegen und wahrscheinlich zusammenbrechen. Da würden wahrscheinlich die Tränen hochkommen. Weil das ist Kindheit für mich. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt. Keiner ist mehr Gangster. Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel. Alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste. Niemand geht mehr hin. Ey, ich bin ehrlich, ne, wenn sie jetzt diese Line spricht, keine Ahnung. Also ich glaube, dann du bist bleibt bei der Son ersten Goku Vermutung. als Kind und ja. Ja. Kid Goku. Deine Stimme klingt wie die eines Hauptcharakters. Das Macht darfst du keinen dir noch Sinn. nicht sagen. Ja, aber es macht in meinem Kopf macht es Sinn. Nächste bitte. Ach so, einer ist auch nicht dabei. Jetzt check ich Der das. ist nicht hier anwesend, ja. Ah, okay. Ich kenne Leute wie dich. Du denkst, du kannst einfach herkommen und unseren Planeten übernehmen. Da wäre halt auch cool, wenn man hier noch so einen Counter hätte irgendwo, ne? Wo man sieht, welche noch offen sind. Fuck, wer war denn das nochmal? Aber du hast eins vergessen. Ich bin der Sohn meines Vaters. Ist er der Sohn seines Vaters? Ach Mann. Der Sohn meines Vaters. Tatsächlich, ja. Oder du willst mir jetzt gerade verarschen, dass das so ein Gohan ist, ne? Das ist Kid Gohan. Aua! Wahrscheinlich als Aber gut. Ich finde, den habe ich, weil damals hatte der eine höhere Stimme. gerade jetzt gekommen ist. 100%ig. Wenn der das nicht am So Ende sagt, dann drehe ich wieder durch. Erwachsen für diesen Dreijährigen. Ich würde dir den geben. Aber gut, Also- ne?
Wie lange ist das her, dass er den gesprochen hat? Boah, das muss doch schon Ewigkeiten her sein. Es gibt auch Synchronsprecher, da ändert sich die Stimme. Egal bei welchen. Ne? Das passiert auch. Mehr kann ich jetzt nicht. Wird der in der Serie noch erwachsen? Ja. Ich würde das, glaube ich, erstmal so lassen. Okay. Boah, schwierig. Das könnte eigentlich auch Vegeta sein, aber dafür war die Stimme zu freundlich. Also Vegeta ist ja auch der Sohn seines Vaters, so wie jeder der Sohn seines Vaters ist, aber sehr stolzer Sohn seines Vaters, der nicht will, dass einem der... Das ist aber nicht Vegeta als Kind, in irgendeinem Flashback oder sowas. Das ist, also was du hier siehst, ist der Erwachsene Vegeta. Ja, nee, dann ist es Kid Gohan, damit gehe ich. Okay. Ja. Vielleicht war es auch nicht bei Raditz, vielleicht war es auch, wo dann schon Vegeta und so kam. Ja, das war's. Ich wollte gerade sagen, bei Raditz hatte der doch eine höhere Stimme, oder nicht? Das war, wo Vegeta und Nappa kamen. Nicht bei Raditz. Bei Raditz war er noch zu klein. Das ist ja genau der. Gut. Person 12 hat man. Ja, der will sich da hinstellen, da will ich schon sagen, Kumpel, du musst gar nicht reden, nimm die Plakette vom König der Piraten, halt's mein Goat. Hallo. Boah, Ich finde, seine Stimme ist halt auch wirklich einfach, weil du so viele Folgen hast, weil der so eine geile Stimme, so einen geilen Charakter spricht, ist er halt bei mir direkt hinter Tommy, ne? Direkt hinter Tommy Morgenstern. kranke Augen. Bitte? So krasse Augen. Krank oder krass? Also beides. Ach so, Aber beides. also im Sinne von cool. Achso, ich dachte schon, ich sehe krank aus. Aber Nee, ich bin so Okay. Und bitte. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie man Schwerter benutzt. Und vom Navigieren verstehe ich auch nichts. Boah, ich lieb's. Ich habe auch nicht den geringsten Schimmer vom Kochen. Ich kann nicht mal schwindeln. Ohne meine Kameraden würde ich dort draußen sterben. Okay. Ich kann nicht mal schwindeln. Ohne meine Kameraden würde ich dort draußen sterben. Mein Herz. Rede. Ja, das ist, was ich meinte. Genau diese Momente sind die, die mein Leben verändert haben. Wo du den Main Character siehst, dem du zuguckst als Kind und der alles für seine Freunde tut. Ja. Der einfach versteht, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche Hilfe, ich kann nicht... Aber das ist krass so, ne, wie unterschiedlich das ist. Bei mir war es zum Beispiel erst später, dass ich das gecheckt habe. Für mich war immer nur dieses, okay, die hauen sich auf die Fresse und es ist geil, oh geil, Gum-Gum, Kanone, Gum-Gum, Pistole, was es alles nicht gibt. So, das hat mich alles immer abgeholt. Aber je älter ich werde, desto mehr war so dieses, boah geil, diese Sprüche. Und du kannst dir ja aus jedem Anime einfach so fürs eigene Leben was mitnehmen. So was dich irgendwo weiterbringt. Auf dieser Welt alleine ja, funktionieren. genau, das Thema, das ist interessant. Das hatten wir jetzt, stimmt. Krass, ja. Ich glaube, es ist Ruffy. Vom Inhalt her. Und auch so stelle ich mir auch die Stimme von Ruffy vor. So ein bisschen höher, so ein bisschen raspy. War auf jeden Fall eine Stimme, der hat einen richtig hohen Wiedererkennungswert, die ich nicht kenne. Also es muss irgendein... Schlechte Kombi. Hä? Ja. Es muss ein Charakter sein, den ich nicht kenne, aber diese Stimme... Ich kann dir nur einen Tipp. Wie er da auch steht und sich denkt, jo, gut, ne, da gibt das mal. Du kennst den Charakter. Oh mein Gott, am Ende ist es der Typ von One Piece. Aber es hat so gut zu ihm Den Blick gepasst. an. Möchtest du eine Weil zweite der Line? ist doch ein Hysteriker. Möchtest du eine zweite Line? Ja, bitte, aber... Na gut. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ja, Sido Baba. Ich find's so krass, wie das ein. Also wie manche ihre Stimmen verstellen können, aber auch so eine gute Stimme haben, ne? Also die haben ja beide trotzdem so eine coole Stimme, wo man ganz leicht, also bei Daniel Schlauch ja so ganz leicht das so ein bisschen raushören könnte. Aber wenn die verstellen, Bruder, wie geht das? Wie geht das und wie kommst du da drauf? Ja, okay, gut, nee, ich versuche jetzt mal ein bisschen meine Stimme, ein bisschen hier und da und dies und das und sage auf einmal, ja, okay, das ist die Stimme. Mit der Stimme kann ich auch vielleicht 1-2 Stunden reden oder noch mehr. So, wie lange auch so ein Synchrontag geht. Oh. Das ist verrückt. Das geht Ich in meinen wurde Kopf nicht geboren rein. in Frankfurt am Main, in der Deutschen Zentralbank als 100-Markschein. Der Vater heißt Krieg, ein Betrüger, ein Lügner, ein Dieb. Die Mutter ist die Gier, die täglich über uns siegt. Das ist ziemlich cool. Crazy. Ich bleib bei Ruffy. Okay, Das gut. ist ziemlich cool. Vergiss nicht zu atmen, mein Bruder, hol mal Luft.
Ich habe die meisten meiner Werte aus Animes. Mit der Intention, dass was ich mache, lange lebt. Früher glaubte ich an Liebe, so wie Disney, yeah. Heute glaube ich an Liebe, so wie Ghibli, okay? Küss dich doch her, Ruffy. Unglaublich. Also ich bin mir sicher, dass Das muss auch cool sein, ne? Wenn dann auf einmal so ein Kindheitsheld auf einmal dein Song so spricht einfach nur, ne? Yes. Okay, dann häng ihn das bitte um. Ja. Danke erstmal an Person 12. Sorry, Hupsi. 12? Also wir haben noch eine weitere Person, wo wir nur eine Audio haben. Okay. Reingesprochen. Er hat uns aber speziell für uns einen Text reingesprochen. Okay. Ja. Ich bin gespannt, ob du die Stimme erkennst. Ich kann nur Herzgeräusche erkennen. Yunus, Marcel Gülcan und der Rest der... Das wäre cool gewesen, wenn er da gewesen wäre. Weil dadurch, dass du ja so eine Sprachnotizmäßig das hast, kommt das nicht so krass rüber, ne? Das Ding live, so clean, wie die sich alle angehört haben, da wäre ich direkt stillgestanden. Da hätte ich direkt gesagt, alles klar, mein stolzer Krieger. Datteltäter Mein stolzer Freakshow Prinz. sagten mir, du könntest Stimmen erraten. Lass mich eins klarstellen. Ich bin nicht hier aus Gutmütigkeit. Ich helfe den Datteltätern nur, um mich nach eurem Kampf persönlich mit ihnen zu messen und sie zu zerstören. Okay. Du stellst dich mir nicht in den Weg und raubst mir diese Chance, denn ich bin ein Prinz. Ja, ich würde hier... Der Prinz der Super Saiyajin. Wie geht er? Der bleibt Ja. dann einfach gegangen. Ja. Aber die Stimme kommt mir so bekannt vor. Dann ist es entweder der Saiyajin oder der Typ mit diesem Dingsbums. Ja, das ist vermutlich Vegeta. Hörst du es oder ist es so? Es ist natürlich die letzte Figur, die hier hängt, aber es ist auch von all den Characters, die da hängen, glaube ich, der einzig so Charakter, der ein bisschen etwas Böses in seiner Stimme hat. Was glaubst du, wie hast du dich geschlagen? Richtig schlecht. Ich hab richtig verkackt. Weil man ja wirklich sagen muss, ne, dafür, so wie Gülcan so ganze Zeit so geredet hat, ne, so, also du hast ja gemerkt, dass sie nicht so wirklich die Ahnung hatte, dass sie eher andere Animes geguckt hat, ne, so diese Sailor Moon und sowas, was auch hart dann ist, dass sie die da nicht errät. Aber trotzdem hat sie ja gut abgeliefert, ne? Sie hat Conan richtig, sie hat Goku richtig und sie hat Ruffy richtig. Ist verrückt. Ich musste mich so ein bisschen entlanghangeln. Also ein paar wusste ich, ein paar nicht. Die einzige Person, bei der ich mir jetzt ein bisschen sicher bin, Macht wegen, Sinn. ist Ruffy. Da hast du einfach geraten dann. Ja, so vom... Wie viel hat sie richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sie hat alle richtig. Ich den Marvin Game ja Charakter auch, besetzen ne? würde. Aber bei Sailor Moon war ich überfordert, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, Sailor Moon würde ich auf Anhieb erkennen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir noch nicht umtauschen müssen. Das ist das erste Mal, dass jemand komplett alles richtig erratet. Es bewegen sich nicht so viele Leute, oder? Du hast alle richtig. Alle richtig. Aber da merkt man, also ich finde, bei Marvin hast du direkt gemerkt, so, okay, gut, der Mann, der hat das Know-how, der ist damit großgewachsen, aufgewachsen. Aber er hat ja auch der hat ja mehr so dieses Mentalere, fand ich so, ne? Okay, der hört sich danach an, der hört sich hier nach an. Gut, da habe ich meine Kindheitserinnerung und. Okay. Niemals. Ich habe Sailor Moon nicht erkannt. Weil man ein paar halt wirklich kennt. Und dann kann man den Rest sich, glaube ich, ein bisschen einfacher zusammenspielen. Sailor Moon ist so krass lange her, dass ich es gehört habe, dass ich auch Das ist aber die Frage, ob die am Ende hätten nochmal durchwechseln können. So, ne, dass man zum Beispiel, du hast jetzt alle fertig und dann guckst du so nochmal und denkst dir so, ne, warte, irgendwas passt da nicht. Aber wahrscheinlich nicht, weil dann wäre ja auch irgendwo Schiebung. nicht wirklich hätte zuordnen können. Das habe ich, ich wusste das. Du hast jetzt die Möglichkeit, jedem Fragen zu stellen. Wird Detektiv Conan noch produziert? Ja. Und man weiß immer noch nicht, wer die Männer in Schwarz sind, ne? Nee. Das ist so cool. Danke. Ich habe all deine Filme gesehen. Ja, ich freue mich. Das ist so cool. Ja. Sprichst du hauptsächlich Anime? Nee. Was machst du eher so hauptsächlich? Na, Jonah Hill spreche ich noch und James Conner. Jetzt dreht es mich gleich wieder komplett. Jonah Hill. Jedes Mal muss dieses fucking Bild hochkommen und du siehst dann diese Person und denkst dir, shit. Stimmt.
Gordon, Michael Pena. Und ganz früher, Okay, kenne ich. als Kind, Also Michael Pena da habe kenne ich... Du hast als Kind schon synchron gesprochen? Mit 8 habe ich angefangen, ja. Mit 8 hast du angefangen? Mit 8 habe ich in der Nase gebohrt. Aber voll cool. Stell dir mal vor, ey, ihr geht da mit 8 in so ein Synchro-Studio, leiht da irgendwas, kriegt dafür ja schon Geld. Ne, ihr lernt ja so früh dann schon mit Geld, dass ihr Geld bekommt, ne? So dieses Arbeiterding. Und wenn du das dann dein ganzes Leben lang machen kannst und dann siehst, wie andere sich so über deine Stimme freuen, macht mir, ja, da werde ich jedes Mal, da kriege ich jedes Mal so einen Motivationsschub selber mal das zu machen. Ne? Michael Pena. Noch andere Anime-Characters? Yu-Gi-Oh! Habe ich noch gemacht. Aber wen? Oliver hieß der, glaube ich. Schon ultra lange her. Okay. Ich kenn Oliver, glaube, die aber zweite Yu-Gi-Oh! Staffel. Ach so, okay, später gab es ja andere Characters da. Ich Und kenne nur den dann Anfang. Gotenks bei Dragon Ball. Sind Gotenks? Ist gut, dass ich mir dann nochmal wieder angucke, ey. Das ist gut zu hören. Aber, wenn man so drüber nachdenkt, kann man es auch wieder raushören. Ist nicht eigentlich die 2 Stimmen übereinander gelegt? Ja, ich muss dann einen ein bisschen tiefer sprechen und den anderen ein bisschen höher. Ach so, du bist Goten und Trunks auch? Nee, eigentlich nicht. Nur wenn sie fusionieren, Okay. dann eben beide und dann muss ich trotzdem einmal tief sprechen und einmal... Aber das ist cool gemacht. So, eigentlich denkst du das ja auch. Ja, okay, du hast die beiden Stimmen, zack, die werden einfach übereinander gelegt. So, aber dass sie dann extra einnehmen, der dann hoch und tief nochmal spricht, um nochmal einen ganz anderen Sound reinzubekommen. Okay. Eben unisono. Was hast du als Kind gesprochen? Kennst du vielleicht Captain Baloo und seine tollkühne Crew? Da war ich dieser Kid Wolkenflitzer. Oh mein Gott. Oder war Ariel, der kleine gelbe Fisch, Fabius. Oder Trick, Trick und Track. Oh mein Gott. Das macht so keinen Sinn, alles in meinem Kopf gerade. Was ist die schwierigste Stimme, die du je gemacht hast? Also Conan ist anstrengend. Conan ist anstrengend, ja? Ja, also der immer so schreit, ne? Wir machen immer echt viele Folgen an einem Tag. Dann, wenn er rumschreit, dann tut's weh. Ja, komm nach vorne. Es tut mir so leid. Das macht nichts. Aber wieso habe ich dich nicht erkannt? Ich glaube, es lag daran, weil der Text war einer, der ein bisschen ruhiger war. Und Sailor Moon hat ja auch diese ruhigen Passagen. Ich sag ja, ne? So, du hast die haben direkt, du hörst die und die haben direkt diese Stimmen einfach. Du hörst die direkt, du hörst einfach, irgendwas ist da in deiner Stimme. Irgendwas ist da verdammt gut. Und wenn die dann noch umändern können, Halleluja. Und wenn ich jetzt, glaube ich, einen gehabt hätte wie Mondstein, flieg und zieh, ja, dann hättest du sofort gewusst. Aber es war halt einer von diesen ruhigeren. Ja. Wie ist nochmal Sailor Moons richtiger Name? Hat die nicht auch einen Vornamen? Bunny Zucchino. Bunny Zucchino, krasser Name. Boah, das hört sich an wie so eine Gangsterbraut auf dem Motorrad. Aber wissen denn dein ganzes Umfeld, dass du Sailor Moon die Stimme warst? Mein privates Umfeld? Ja. Nicht alle. Ach krass, Nee, wirklich? Weil auch gar nicht alle Sailor Moon gucken. Also Ach ich bin so. jetzt nicht nur mit Sailor Moon Fans befreundet, sondern Ja. auch noch mit... Okay. Hast du aber noch andere Trickfilme oder Animes noch irgendwie synchronisiert? Ich bin noch bei den Simpsons, bin ich die Lisa Simpson. Niemals! Weißt du, das macht gar keinen Sinn, bitte. Hallo. Nein, seit 35 Jahren jetzt schon. Oh mein Gott. Das ist ja... 35? Mein Name ist Lisa Simpson und ich bin 8 Jahre alt und das schon seit 35 Jahren. Wenn ich groß bin, werde ich Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika und zu Weihnachten wünsche ich mir ein Pony. Stellt euch das mal vor, 35 Jahre kriegt die es hin, diese Stimme aufrecht zu erhalten. Da muss doch irgendein Training hintersetzen, keine Ahnung. Oder Aliens. Bin auch Kenny von South Park. Hä? Hä? Ich bin auch Ike von South Park übrigens. Krass. Kenny von South Park, genau, aber der spricht ja jetzt nicht so viel. Also Es ist einfach, Kenny ist einfach Lisa Simpson. Und Sailor Moon. Ja, klar. Wie spricht Kenny? Ja, der kann man nicht sprechen. Mega gut. Stehst du da einmal im Aufnahmestudio? Also bitte, ne? Du verstehst mich ja wohl, ne? Ist das krass, Wie ey. macht ihr es eigentlich zu Hause? Seid ihr manchmal in euren Rollen drin und fängt dann einfach so ganz komische Sachen an zu reden? Oder seid ihr so ganz normal? Diese Verrückte Ich einfach. spreche ganz normal. Ich glaube, meine Familie hätte es ganz schön genervt, wenn ich den ganzen Tag irgendwie so... Jetzt geht's aber ab ins Bett, komm! Lisa Simpson, Und ich glaube, das hätten die nicht so cool gefunden. Ja. Okay, nice. Danke, das Gerne. ist echt cool. Vielen Dank. Sailor Moon und Haftbefehl in einer Person war auch, auch neu. Hallo, Gojo, ziemlich cool.
Ich sage jetzt irgendwas, was vielleicht ein bisschen weird ist, aber deine Stimme ist so sexy. Krass. Wie geht das? Das ist krass. Sprichst du viel Anime? Dadurch kennt man mich am meisten eigentlich. Also man kennt Ich sag ja. Also die Stimme ist so krank. mich aus Haikyuu als Toro Oikawa bei Stimmt, ja, Oikawa. Oh. Junge, Haikyuu habe ich. Boah, ich habe das so oft geguckt, ne? Weil irgendwie hat mich diese Kombination aus geilen Anime und diesen Volleyball-Shit. Ich bin sogar so weit dadurch gekommen, dass ich selber Volleyball spielen wollte. Aber ich glaube, also was heißt ich glaube, ne? Wir haben einfach hier keinen Verein, der nah genug ist, dass ich spielen könnte. Aber ich gucke mir auch Volleyball seitdem an und so. Ey, der Anime hat mich so gecatcht. Und Oikawa war da auch natürlich ein riesen Typ dafür, der mich da so mitgezogen hat, weil den hat er so geil gesprochen. Er passt aber auch so zu dem, so dieses Arrogante, genauso wie bei Gojo. Fairy Tail bin Was ich da ab und Grey zu durchkommt. Fullbuster, bei Attack on Titan bin ich Jean Kirstein, Gilgamesh in Fate, Mero bei Hunter x Hunter. Also Oh, stimmt. John Kirstein, stimmt der. Geile also, sag ich ganz ehrlich, außer John vielleicht, ne? Ist auch irgendwo ein cooler Charakter, aber nicht so ganz, ne? Finde ich, ne? Im Gegensatz zu den anderen, nichts. Aber die anderen, boah, was sind das für Rollen? Meruem, mieses Brett, wenn man überlegt, was das für ein Motherfucker da in diesem fucking Hunter Verse ist. Oikawa, der auch in Haikyuu so eine geile Position hat. Und einfach fucking Gojo. Wow, richtig weit geil. gefächert von gut bis böse. Das ist dann ganz cool an dem Genre auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen einer Anime-Person und einer, keine Ahnung, Real-Life-Schauspieler-Nachsprech? Das würde dir, glaube ich, auch jeder Tonmeister bestätigen, dass Anime wesentlich dynamischer ist von den Lautstärken her. Kommt ja auch wirklich auf die Serie. In One Piece beispielsweise ist sehr laut und krawallig, aber es gibt auch ruhige Momente, je nachdem, wie der Artstil ist. Ich glaube, handwerklich ist bei Anime einfacher, dass die Lippen meistens nicht so detailliert animiert sind. Aber bei Realproduktion, ja, muss der wirklich das catchen, was der Schauspieler dir vorgibt. Auch wenn Japaner wahrscheinlich sehr übertreiben, ist es halt doch weird, das im Deutschen dann so zu hören. Ja, manches funktioniert im Deutschen einfach nicht. Also Japaner sind ja tendenziell bei den Damen sehr, sehr hoch und Männer sehr, sehr tief. Und ich arbeite dann auch lieber mit Leuten, die von Natur aus schon eine sehr hohe, sanfte Stimme haben und nicht zu sehr verstellen müssen. Und tatsächlich habe ich auch wegen schlechten Anime-Synchros selber mit Regie angefangen, weil ich dachte, ich versuche es mal besser zu machen. Echt? Ach krass. Geil. Aber gut, so muss es ja eigentlich auch oft sein, ne? Es gibt ja immer diese Leute, die da draußen rumheulen und, aber selber können sie es nicht besser machen. So ist es ja gefühlt am besten. Wenn du anfängst rumzuheulen, also sehr viel rumzuheulen, so ein bisschen rumheulen geht ja immer, ne? So ein bisschen kritisieren und, gar keine Frage. Aber sobald du richtig anfängst rumzuheulen, bin ich immer der Meinung, dann musst du es auch selber besser können. Das ist krass. So, Sanji, der Ehrenmann. Also erstmal muss ich sagen, wenn wir Fragen haben ist das crazy, ey. Zur Geschichte von One Piece oder so, dann wissen wir, wen wir jetzt anrufen können. Weil Ja, es gibt noch ein paar Leute, die auf jeden Fall eine Nummer härter sind als ich. Ich dachte immer, ich wär krass, aber dann bin ich mal auf YouTube gegangen. Es gibt Leute, die haben 500.000 Abonnenten und laden nur: So Leute, habt ihr das neue Kapitel schon gesehen? Sanji hat auf einmal die Zigarette auf der anderen Seite vom Mund. Was bedeutet das? So. Das checke ich halt. Also die Mythen-Dinger, ne? Also die halt wirklich diese ganzen Anime-Dinger auseinandernehmen. Ich hab da riesen Respekt für, ne? Also, aber was die da dann auch, was die manchmal für Sachen dann da aufstellen, wo du dir denkst, Bro, erstens, wie kommst du da drauf? Auf der anderen Seite, es macht sogar Sinn. Aber so also teilweise auch sehr schon weit hergeholt mit den Theorien, aber teilweise auch dann so, dass sie vorhergesagt haben, was als nächstes passieren wird. Dann hätte ich sogar tatsächlich mal eine Frage an dich. Inwieweit hat jetzt das Anime-Universum deine Jugend geprägt? Also wo würdest du sagen, wie du es auch offensichtlich in deinen Songs verarbeitest, dass du deine... Ist aber auch cool, dass er halt so eine Frage stellt, die aber auch richtig geil deep ist, ne? So, aber es ist ja auch so, ne? Also, Bro. Marvin Game, der ist halt, finde ich, so dieses geile Beispiel im Gegensatz zu mir, ne?
wie ich ja schon vorhin gesagt hatte. Er hat so in jungen Jahren schon kapiert, ey, worum geht's da? Bei One Piece ja zum Beispiel, ne? Worum geht's da? Um diese Kraft dieser Freundschaft, dass man zusammenhalten muss, dass man alleine stark sein kann, aber man wird stärker mit anderen, wenn man Freunde hat und so. Geil. So, manche brauchen da, ne? Manche haben das früher, manche haben das später. Aber ich finde, Hauptsache Spaß am Ende. Kindheit einfach dadurch auch dein Werte-Kompass, sag ich mal, wie ist der dadurch eingerichtet worden? Oder? Ich glaube, das nimmt man als Kind gar nicht so bewusst wahr. Aber wenn ich das auch heute aus so einer reflektierten Perspektive betrachte, habe ich, glaube ich, alles von da. Also ich habe da mehr gelernt als in der Schule, ich habe da mehr gelernt als auf dem Spielplatz. Dieses alleine nur, das ganz Simple. Dragon Ball zum Beispiel ist ja relativ plump, der geht nicht so tief, der Anime. Die Charaktere haben nicht so krass starke Tiefe wie bei One Piece zum Beispiel. Trotzdem hast du bei Dragon Ball dieses Steh wieder auf. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei Naruto nochmal so dieses krassere ist, weil du halt noch krassere, weil diese Sprüche, die raushauen, zum Beispiel in den Itachi oder in Madara, die gehen so tief auf einmal und wenn du dann älter wirst und darüber nachdenkst, dir denkst, boah, krass. Deswegen, also ich glaube, bei mir ist es auch so gut gewesen, dass ich es erst so spät kapiert habe. Ob es eher, ja, vielleicht wäre es auch besser gewesen, dass es andersrum gewesen wäre. Aber so dieses, ne, sobald du dieses realisiert hast und dir wirklich da so Gedanken drüber machst, finde ich, ist es wirklich so, dass es dich halt wirklich so verändert. Und meistens halt so ins Gute, ne? Weil du dann wirklich so die Animes halt viel deeper gucken kannst, du verstehst sie mehr, aber auch in dein Leben so verändert sich so ein bisschen halt, weil du Sachen ganz anders wahrnimmst. Gefühlt. Wenn du gefallen bist und du wirst stärker zurückkommen. Dass im Notfall, wenn dein Freund in Gefahr ist, auf einmal Superkräfte aus dir rauskommen und du stärker werden kannst durch die Menschen um dich rum und dass du von jedem lernen kannst, egal von einem Schwächeren oder einem Stärkeren, Jüngeren, Älteren, das ist es sehr, sehr krass. Und wenn es so um die Ghibli-Filme geht, in den Ghibli-Filmen ist die Art und Weise, wie Liebe dargestellt wird, einfach so viel schöner als Unfassbar. in Disney. In Disney hast du immer dieses... Gefühlt immer das Gleiche, ja. Aber Ghibli, sag ich ganz ehrlich, das ist halt auch... Oh. Ich weiß nicht, wie man so gut zeichnen kann und diese Gefühle durchbringen kann. Wie Marvin schon sagte, im Sinne von Liebe, ne? Ich habe jetzt 90 Minuten, um die Prinzessin klarzumachen und am Ende heiraten wir und dann ist Happy End. So, natürlich gibt es auch da mehr Tiefe, aber mal runtergebrochen ist das irgendwie so Aladdin zumindest. Und dann nimmt man aber, bei Studio Ghibli ist es völlig egal, ob es jetzt Mann und Frau, Kind und Erwachsener, Drache und Hund oder sonst was. Es ist immer das Zusammenspiel von 2 oder mehreren Leuten, die sich kennenlernen, die eine teilweise vielleicht auch nur kurze Zeit gemeinsam verbringen. Durch das Kennenlernen voneinander transformieren sie sich, werden zu besseren, erwachseneren, reiferen Wesen, Menschen, was auch immer und gehen vielleicht sogar getrennte Wege am Ende. Und das ist so viel näher an einer Definition von echter Liebe. Aber warum schießt mir jetzt gerade Your Name bei dieser ganzen Erzählung, natürlich das Ende jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie es Oh Boy, Your Name endet, aber Bro, wie er es gerade erzählt hat, ey, ich hatte direkt Your Name im Kopf, ne? Wer den Film, Serie, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, noch nicht gesehen hat und so ein bisschen auf Romance steht, zieht euch das rein. Ich meine, ich bin nicht so dieser Romanzentyp, eigentlich gar nicht so, aber der hat mich so gecatcht. Es ist eben dieses, ich muss die Prinzessin klar machen und wenn ich sie klar gemacht habe, dann habe ich sie auch für immer. Das ist so ein bisschen, ein komplett falsches Bild von Liebe einfach. Und das, glaube ich, ist sehr stark verankert in mir, dass das Studio Ghibli-Bild von Liebe, das Disney-Bild von Liebe irgendwann überschrieben hat. Aber ich glaube, das ist aber auch die Sache halt, ne, warum Disney natürlich angesehener ist, auch bei Kindern und so natürlich. Oder bei Frauen natürlich, ne? Ist natürlich auch dann wieder von Frau zu Frau unterschiedlich und so. Aber einfach weil das halt dieses Wunschdenken halt ist, ne? Zack, du lernst jemanden kennen, bam, ihr kämpft füreinander und dann bis zum Ende bleibt man zusammen. Es ist ja dieses Wunschdenken, was sie da hat. Und bei Ghibli ist es ja wirklich dieses herzzerreißende Real-Life-Ding.
Und manchmal, ne, braucht man halt, oder ne, wenn man irgendwie Filme guckt oder Serien guckt, willst du ja halt wirklich nicht dieses Real-Life-Ding haben, weil du hast ja genug Real-Life um dich herum, sondern du willst einfach abschalten und dann ist Disney halt sehr geil. Deswegen kann ich halt so verstehen, dass manche sagen, okay, ich mag Disney-Filme mehr, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, die Leute, die Ghibli-Filme mehr mögen, zum Beispiel, ich mag beides, weil bei den Ghibli-Filmen ist es halt so, okay, du realisierst so und kommst vielleicht auch klar mit irgendwelchen Beziehungen, die du verloren hast oder so. Weil du halt merkst, ey, es ist halt nicht alles so wie in Disney, sondern, ne? Boah, das ist jetzt auch krass. Einfach Son Goku. Hi. Hallo. Wusstest du damals schon, wie krass Son Goku wird, als du angefangen hast, ihn einzusprechen? Nee, überhaupt nicht. Ich wusste auch überhaupt nicht, was Anime ist und so. Also ich war völlig neu in diesem ganzen Ding. Und ich habe das erst, habe ich ihm schon mal erzählt, ich habe das erst so im Nachhinein verstanden, was das auch war, weil dann halt ne, Leute auf mich zukamen und sagten, boah, Dragon Ball, meine Kindheit und so. Und ich habe das überhaupt nicht, nee, gar nicht wahrgenommen. Krass. Aber so aus heutiger Sicht, das ist jetzt ja auch ein bisschen her heute, kannst du es nachvollziehen? Ja, doch schon. Ich glaube, weil es eben auch eins der ersten, die ja hier wirklich so aufkamen, ne, mit Sailor Moon und so, war es ja wirklich eins der ersten Animes und so, wo das einfach so aufgebrandet ist. Und weil das ja auch immer wieder läuft. Also es läuft ja, glaube ich, immer noch wie im Fernsehen und so. Ne? Also es ist einfach, es zieht sich durch alle Generationen irgendwie. Sogar wieder neue Folgen jetzt. Also Dragon Ball Super gibt es ja jetzt. Ja gut, klar, die Großen sowieso. Ne? Wie alt warst du, als du Son Goku gesprochen hast? So 18, 19. 18, 19? Ja, bist du jetzt? 41. Das ist halt so immer dieses, ne, dieses, wie alt bist du jetzt? 19. 18, 19? Ja, bist du jetzt? 41. 41. Ja, 99. Oh, das ist auch schon 22 Jahre her. Ja doch. Hä? Nicht doof? Ja doch, so 22 Jahre her. Natürlich zu der Zeit, jetzt sind es über 20 Jahre. Krass. Deswegen, das ist ja so die Sache, was ich halt so krass finde, ne? Auch Conan und Ruffy und so, die sind ja auch schon über Jahrzehnte. Und die kriegen es immer noch hin, die Stimme so zu verändern, Ich habe ne? so die ersten Folgen aufgenommen und genau 2000, glaube ich, dann nochmal so einen Schuss hinterher. Also es war so, genau die Zeit war das, meine Abi-Zeit. So spät? Sorry, so spät wurde es schon gut? Ach, wirklich? Wie ist es so einen 5-minütigen Kampf zu synchronisieren, wo es keine Wörter gibt, außer Schreilaute oder vielleicht Also es wird ja getaked, also ne, du hast ja nur so Sequenzen. Dann geht es, aber du musst natürlich schon gucken, wenn du dann halt, ne, dann schreist du gerade und dann ist der Take zu Ende, dann musst du dann natürlich beim nächsten wieder da oben anfangen. muss heiß bleiben. Genau, und das ist schon Konzentration halt, ne, dass du einfach dann auch wirklich, wenn du es dir auch vorher anguckst, dass du siehst, okay, jetzt schreit er, dann macht er das, dann macht er hier, dann atmet er da. Das ist Konzentration pur halt dann. Ne? Voll geil. Ja, hat mich sehr gefreut, Kid Danke Goku mal auch. kennenzulernen auch. Bei dir war ich am meisten verwirrt. Ich habe am Anfang gesagt, so, du hast Tattoos, du hast bestimmt eine krass tiefe Stimme und den Ohrring und den Bart und dann sprichst du den kleinsten Jungen. Ja, das ist auch schon ein Das ist eine Lüge. Kid Gohan war kleiner. paar Tage her. Also, Der hast du als Kind gesprochen? ja, das ist jetzt 21 Jahre her. Deswegen, das sage ich ja. Also das ist die Sache, was ich eigentlich bei den meisten immer denke. Okay, du kannst die nicht mehr zu solchen Formaten einladen, weil die Stimme sich halt so krass verändert hat. Und es dir gefühlt keiner glaubt. So, da kannst du ja mich da auch hinsetzen und sagen, ja, hier, guck, ey, der hat Schieß mich tot gesprochen. Nehmen wir doch einfach mal einen, weiß ich nicht, Ken Kaneki oder so. Crazy. Warst du auch dann erwachsene Gohan oder hast du bei Kid Gohan Schluss gemacht? Nee, bei Kid Gohan war Schluss nach der Cell-Saga. Nach Cell, okay. Genau. Bis da, also Oh, er hat einfach. Digga, das tut jedes Mal wieder weh. Ich weiß noch, dass ich das in der letzten Mal gucken oder beim ersten Mal gucken genauso hatte. Und es kommt jetzt gerade wieder hoch und es tut halt dann noch mehr weh. Gerade auch, weil ich gesagt habe, boah, Son Gohan, damals und heute, als Kleinkind und als Erwachsenen, wenn man den da hätte, ich würde durchdrehen. Und dann steht er da einfach. Bro, Cell-Saga. Wo der Motherfucker da zum Super Saiyan 2 wird und die ganzen Piss-Cells auf die mit One-Shot wegkloppt. Son Goku, der Penner von Vater. Cell, der eigentlich schon tot ist.
oder down ist, eine fucking Bohne dahin wirft, um zu sehen oder um einen zu beweisen, dass sein kleiner fucking Sohn den auseinandernehmen kann. Junge! Boah, das werde ich auch nie vergessen, ey. Oh, Junge. Wer ist das? C16? Ich glaube, C16 ist das ja, ne? Wo der Kopf dann kaputt gedrückt wird da, wenn kaputt getreten wird. Dieser Vogel fliegt auf einmal da in dieser Szene an Son Gohans Kopf vorbei und bam, Junge, der Kamera. Oh. Oh, Junge. Ey, deswegen, das wäre halt cool gewesen, hätte er die Stimme nochmal hingekriegt. Da haben wir umgekippt. Von Raditz bis zur Cell-Saga habe ich schon gesprochen, ja. Geil. Deswegen. Und ihr Ärsche wollte, dass ich das erkenne. Könntest du es heute noch sprechen oder sagst du? Gar keinen Fall. Nein. Sonst hätte ich das vorhin auch, hätte es wahrscheinlich eher nach Son Gohan geklungen von damals, aber. Aber krass, wie die da am Gallern sind, ne? Ey, Junge, die haben aber auch gutes Studio da. Den 10-jährigen Sandro schaffe ich nicht mehr. Schade. Monkey D. Luffy. Der nächste King. Krass. Was? Ich finde auch, vielleicht kommt es auch daher, weil es bei den Animes auch so ist. Aber es ist ja halt wirklich so dieses, ey, du hörst einen Daniel Schlauch und einen Tommy Morgenstern. Tommy Morgenstern ist der Vater aller deutschen Synchronsprecher. Ist einfach so. Wie er synchronisiert hat, es war so crazy, wie sich das auch anhörte, seine Stimme. Oder anhört. Ne? Anhört. Und wenn du Daniel Schlauch hörst, hast du genau dieses gleiche Gefühl, aber so dieses ein bisschen, ne, dieses, okay, die nächste Generation. Und so ist es ja bei den Animes auch so. Du hast Dragon Ball, wo jeder sagt, ja, okay, das ist der Vater der Animes, da, wo alle so sagen, ey, damit hat gefühlt jeder angefangen, damit hat so dieses große Anime-Zeitalter angefangen. Und Ruffy, bei One Piece ist so die nächste Generation, aber die halt durchzieht bis zum Ende. Und das ist crazy. Hast du sonst so gesprochen? Im Anime-Bereich, die einzigen beiden Sachen, glaube ich, die man wirklich noch so kennt, sind Ranma, der Yoga Hibiki in Ranma und Quack. Würde ich auch mal wieder gern gucken. Ranma war eine wilde Serie. Und ich sag ganz ehrlich, mein 8-jähriges Ich oder 9- oder 10-jähriges Ich hätte das damals nicht gucken dürfen. Da bin ich auch ganz ehrlich, da hat der kleine Project dann auch mal gemerkt, dass der noch kleinere Project auf einmal größer werden kann. In Inuyasha. Jetzt ein Haufen von so kleinen Seitenrollen in irgendwelchen Animes, in Pokémon natürlich, in Sailor Moon. Ja, ansonsten Zac Efron spreche ich in der deutschen Stimme als Feststimme. Echt? Und der ich sag ja, ne, erst wenn du dieses Bild siehst, dann denkst du drüber nach und denkst dir, jo, da bist du, Junge. Zac Efron. ist jetzt mal nicht irgendwie so ganz Kannst klein. Kannst du das nachmachen? Bitte? Kannst du es nachmachen? Tut er doch. Ich muss mich nicht als Rettungsschwimmer bewerben. Ich bin Matt Brody. Ich finde, aber da hörst du die Stimme schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit, da braucht er sich gefühlt noch nicht mal anstrengen. Ich habe 3 Goldmedaillen. Ich habe dich aber am Anfang nicht erkannt. Okay. Erst als du dann so den hysterischen in den Modus reingegangen bist. Okay. Du musst ja richtig hoch dann sprechen. Und ist es nicht anstrengend, die ganze Zeit dann diese Stimme beizubehalten? Also ja, oder? Naja, also ich sag's mal so, man ist es dann irgendwann gewohnt und man hat ja seine Techniken, wie man die Stimme produziert. Und natürlich gibt es auch Methoden, wie man sagt, man kann halt über einen längeren Zeitraum schreien und laut sein, ohne dass man gleich die Stimmbänder überstrapaziert und alles vernichtet. Es ist noch nicht mal eben nebensächlich, ne? Ich muss halt sagen, ne, der Mann, der hat aber auch so einen geilen Style, ne? Coole, geile Lacoste-Schuhe, schön white, also, ne, schön am Strahlen. Natürlich von den anderen auch, natürlich. Aber, ne, so eine geile Cargohose, geiles, schönes Longshirt. Könnte ich auch rocken, ey. Das könnte ich genauso rocken. Außer die Schuhe vielleicht. Außer im Sommer. mal die Stimme, die das, finde ich, so das eigentlich Anstrengende ist, sondern das eigentlich Anstrengende ist, du gehst wirklich mit Kopfschmerzen raus, weil dieses Schreien, das kannst du dir vorstellen, wenn man sich zum Beispiel richtig krass streitet und dann heult und schreit und wütet, dann gehst du ja auch raus und bist so richtig völlig platt im Kopf. Und so fühlt sich das eigentlich an. Macht's immer noch Spaß? Ja. Da hätte ich ja,
das wäre so meine Frage dann so, ne? Wenn er das, also nach dem, was er jetzt gerade gesagt hat, hätte ich gesagt so, ja, okay, wie lange brauchst du dann Pause, dass du wieder reingehen kannst? Weil für uns ist es ja einfach, okay, gut, wir gehen jeden Tag arbeiten. Aber bei uns ist es ja auch so, ne, unser Körper ist ja nochmal ein bisschen anders belastbar als eine Stimme. Oder als die Stimme. So, ob die dann sagen müssen, okay, gut, du kommst morgen wieder, du musst kommen, auch wenn du ein bisschen heiser wirst, aber das geht ja gar nicht. Weil sobald du ja heiser bist, brauchst du ja erstmal einen Tag oder 2, damit deine Stimme sich erstmal wieder regeneriert und rein. So, bei deinem Körper ist es ja so, ey, du hast Muskelkater, ja gut. Kannst ja trotzdem noch arbeiten. So mäßig, ich denke, man versteht, was ich meine. Absolut geiler Job. Also ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es die absolut richtige Entscheidung war, den Synchronjob als Vollzeitjob zu machen und natürlich gepaart mit Buch Besser und ist es auch. Regie. Richtig cool. Also nochmal herzlich. Aber wie das auch jeder macht, ne? Du hörst immer Synchronsprecher plus Regie oder was auch immer. Die machen immer noch so dieses Extra-Ding. Als wenn du als Synchronsprecher gefühlt nichts verdienst. Was natürlich auch sein kann. Da bin ich nicht so drin. Aber ich finde es halt auch geil, dass sie sagen, ey, ne, ich mach dann noch den Schritt, geh in die Regie, vielleicht dadurch dann nochmal ein bisschen besser zu werden in dem Dingens, in der Sache, in den Synchronsprecher. Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank und ich habe wieder was dazu gelernt. Ja, danke sehr. Vielen Dank. So, Vegeta kriegen wir jetzt noch per FaceTime-Call oder? Der ist leider im Urlaub tatsächlich, Okay. sonst wäre er gekommen. Schade, Das war, glaube ey. ich, das coolste Video, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ja, das war ziemlich sicher das coolste, was ich je gemacht habe. Und ich habe einmal mit 10 Babywelpen gedreht. Und das ist trotzdem mit Abstand das coolste. Also Zac Efron synchronisiert er auch. Ja. Oh, ey, Bruder! Komm. Es war voll der kleine Traum, die Leute mal zu sehen und vor allem zu hören und so. Das ist schon wild. Ich sag ganz ehrlich, coole, schöne Musik da im Hintergrund jetzt so, ne? Also ich muss sagen, diese Menschen haben einfach meine Kindheit Kommt gut mir rüber. irgendwie gerade wiedergegeben. Ja, das sind ja unsere Kindheitshelden eigentlich, ne? Also Ja. klar, es sind nicht die Charaktere selbst, aber die ihnen Leben eingehaucht haben. Animes haben echt so eine ganz spezielle Rolle in unserem Leben gespielt. Das war einfach mal so weg vom Alltag kommen und sich in irgendeine Rolle hineinversetzen und irgendwie das so ausleben. Ich meine, ich glaube, jeder, der gerne Anime guckt, so mein größter Traum, irgendwann kann ich eine kleine Rolle in einem Anime sprechen. Irgendwann. Das ist mein größter Traum. Das war eine offizielle Bewerbung. Das war eine offizielle Bewerbung, ja. Und was wäre in diesem 5. Wie gesagt, das ist bei mir auch. Seitdem ich das erste Mal gesehen habe und dieses Synchronsprecher-Ding so ein bisschen mehr kennengelernt habe ich auch immer gesagt, ey, das wäre schon verdammt krass. Das wäre schon verdammt krass, irgendwie irgendjemandem meine Stimme leihen zu dürfen. Auch wenn es nur ne, so eine Figur ist, die ein bisschen wenig Zeit hat, so. Aber es muss schon so eine sein, ne? Die halt so gefühlt, sag ich mal, bei einem 20 Folgen Anime so 5 Folgen oder so dabei ist, ne? Dass da auch so ein bisschen was drin ist. So nur, um da irgendwie eben für 2 Worte oder für einen Satz da irgendwas zu sagen, das wär quatschig. Natürlich eine Hauptrolle, das wäre so eine Hauptrolle, die dann halt auch wirklich so eine, ne, zu einem guten Anime ranreift. Das wäre Traum. Das wäre das Krasseste überhaupt. Aber gut, das ist halt wieder dieses extreme Träumen, ne? Vielleicht wird's wahr, vielleicht wird's nicht wahr. Man weiß es nie. Sehr cool. Ne, aber wie gesagt, ne, ein unfassbar geiles Video. Ich finde, das ist ja noch, ne, mit die ersten Erraten-Folgen gewesen. Fand ich da halt sehr, sehr geil mit diesen Plaketten. Natürlich hätte es man besser machen können, dass man die ganze Zeit irgendwie hier so eine Aufteilung hat von den Plaketten, dass du halt weißt, welche noch offen sind. So, dann hast du das nochmal einfacher und hast es genauso wie die Leute, die ja auch dastehen, wie jetzt Gülcan, Anni und Marvin. Die sehen ja auch so ganze Zeit, die können ja immer nach links gucken und dann so, okay, das könnte der sein. Die können ja abwägen. Wir sitzen hier und denken uns so, ja gut, wer war jetzt überhaupt noch dabei? So, deswegen, das finde ich so ein bisschen, hätte man besser machen können. Aber im Gegensatz zu heute, dadurch, dass du dann diese Plaketten hast, finde ich sehr geil. Ich finde das so ein richtig geiles Feature halt einfach. Das finde ich halt sehr schade, dass sie das rausgenommen haben.
Vielleicht machen sie es dann irgendwann, wenn es in die nächsten Anime, hoffentlich in die nächsten Anime Figuren geht. Bei 2 und 3 ist es ja auch noch so, das weiß ich ja wohl noch. 3 weiß ich noch nicht mal mehr, aber bei 2 ist es ja auch noch so. Ja. Aber vielleicht bei 4, 5, dass sie da das dann wieder aufnehmen, vielleicht so ein bisschen verbessern, wäre halt sehr geil. Und halt so dieses Anfang-Ding, ne? Ich meine, das merkt man ja jetzt auch schon bei den neueren, dass die halt, dass Satteltäter halt sagt, ey, gut, ne, wir nehmen diese ganzen Dinger mit Karte rangeben und dieses krasse Drumherum-Gelaber, sage ich jetzt mal, extrem gesagt, cutten wir raus, dass wir wirklich ein 20-Minuten-Video haben, wenn nicht sogar 25, und halt wirklich es nur um diese Rollen geht zwischen die Synchronsprecher und halt die Leute, die das erraten da. Ja. Manchmal denke ich mir so, die Fragerunde hätte länger sein können. Hier ist sie halt trotzdem gut lang. Ja. Zweite Strophe mit natürlich oder die Bonusstrophe immer mit dem Rap. Ist lustig gemeint. Bin aber auch ehrlich, beim zweiten Mal gucken denkst du dir, ja, okay, muss nicht sein. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich ein sehr, sehr geiles Video. Haben sie natürlich wieder voll abgerissen. Ich gucke schon zum zweiten Mal. Habe immer noch, ich glaube, ich habe genau gleich abgeschnitten wie beim ersten Mal. Was jetzt vor 1 oder 2 Jahren war, damals im Stream. Ja, macht unfassbar Spaß, jedes Mal wieder das anzugucken. Deswegen da ein fettes Shoutout an Datteltäter. Crazy, was die da abreißen immer. Ja, wir haben eine Stunde voll gemacht. Crazy. Eine Stunde voll gemacht, heißt, wir machen wieder einen Hashtag. Wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dann lasst es mich wissen mit einem ganz einfachen Hashtag. Hashtag Anime-Figur. Oder machen wir einfach Anime. Machen wir einfach Anime auf locker. Hashtag Anime, wenn ich es bis hierhin geschaut habe. Dann sage ich, nee, vielen, vielen Dank fürs Durchschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, was dann Anime-Figuren, sag mir, welche Anime-Figur ich spreche, Teil 2 ist, was dann, weiß ich nicht wann kommt. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen. Hängt halt dran, wie das zeitlich von mir passt. Und dann treffen wir uns da wieder. Sonst bei jeder anderen Reaction. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.